And that is that under Donald Trump, this country is hurtling rapidly toward oligarchy, toward authoritarianism, toward kleptocracy, and toward more and more income and wealth inequality. That is what is happening. You'll all remember that Abraham Lincoln talked about a government of the people, by the people, and for the people. I think it is very clear that today we have a government of the billionaire class, by the billionaire class, and for the billionaire class. Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass Bernie Sanders nicht einfach zurückklatscht, sondern einen verbalen Flammenwerfer abfeuert, ihn mit aufrichtiger Wut anzündet und ihn direkt auf die beiden Milliardärsmaskottchen des Spätkapitalismus richtet? Es begann mit Trumps jüngstem Wirtschaftsfiebertraum, Zölle, die so inkohärent waren, dass man denkt, als wären sie auf der Rückseite einer Serviette zwischen dem Nachfüllen von Diät-Cola ausgedacht worden. Sanders zuckte nicht zusammen. Er stürzte sich auf die Idee, als wäre es der schlechteste Wall-Street-Vorstoß seit NFTs, und brachte sie ans Tageslicht, wo sogar die Lobbyisten zusammenzuckten. Denn nichts sagt mehr über wirtschaftliche Stabilität aus als die Drohung mit einem globalen Handelskrieg, um eine Basis zu beeindrucken, die einen ausgeglichenen Haushalt für einen liberalen Schwindel hält. Aber dann drehte er sich um, und der Feuersturm wandte sich Elon Musk zu, der auf einem Aktienchart saß, der jeden Tag mehr wie eine Skipiste aussieht. Und Bernie brauchte kein Diadeck. Er brauchte kein Team von Analysten, die ihm Statistiken ins Ohr flüstern. Er hatte diesen 1000-Meter-Blick, die Art, die einer SpaceX-Rakete mitten beim Start die Luft entleeren könnte. Die Art, die Milliardäre an Orten zum Schwitzen bringt, die Botox nicht erreichen kann. Musk, der sich einst als der echte Tony Stark bezeichnete, sah plötzlich weniger wie ein Futurist aus, sondern eher wie ein Typ, der Twitter kaufte und sofort fragte, Moment, warum verdient diese Website kein Geld? Ein Tesla? Sagen wir einfach. Die Aktie führt Interpretationstanz auf, seit die Zölle in den Chat kamen. In der Zwischenzeit präsentiert Trump das selbsternannte Wirtschaftsgenie, das ein Casino in den Bankrott getrieben hat, seinen Tarifplan wie ein Mann, der Limonade verkauft, die aus Bosheit und Stimmung besteht. Die Magermathematik zeigt ihre volle Wirkung. Wenn 2 + 2 ist Fake News, dann ist die Unterdrückung der globalen Lieferkette eindeutig nur eine mutige Verhandlungstaktik. Und Bernie? Er hat mit dem Spielen fertig. Das war keine Pressekonferenz. Es war kein TED-Talk. Es war nicht einmal ein klassisches Kongress. Ich gebe meine Zeit. Sir, es war eine Rebellionsrede. Es war die Art von Moment, der Hedgefondsmanager dazu bringt, ihre Kragen zurechtzurücken und Fox News-Moderatoren nach ihren Notfallgesprächsthemen zu greifen. Denn wenn der Typ mit dem Brooklyn-Akzent und den ungekämmten Haaren anfängt, über Milliardäre zu schreien, weiß man, dass es sich nicht nur um Theater handelt. Es ist eine Warnung. Und Trump und Musk? Vielleicht möchten sie einen Spartag, vollständige Entgiftung. Vielleicht etwas Yoga, ein beruhigendes Klangbad an einem Ort ohne WLAN einplanen. Denn das Internet wird diesen Takedown in einer Endlosschleife abspielen. Und in einem Nachrichtenzyklus, der auf Ablenkung basiert, kommt es selten vor, dass ein Moment eintrifft, klar, scharf und unvergesslich. Das war nicht Bernie, der zurückklatschte. Das war Bernie, der die Fassade in Brand steckte. Und jetzt bleibt nur noch der Rauch. I think what we are looking at in this country, and we don't talk about it enough, is the growth in America of oligarchy. And I think ordinary people do understand that there's something very wrong when we have 3 people on top owning more wealth than the bottom half of American society. And of course, at the top of the list is Elon Musk. And what we're seeing now is not just the big money interest and the impact they have over the economy. We're now seeing it in a way we have never seen it before as a result of Citizens United, their ownership of the political process as well. Und gerade als sich herausstellte, dass die wirtschaftliche Achterbahnfahrt uns nicht weiterbringen würde, holte Trump sein Lieblingsspielbuch heraus, die Zölle, machte sie aber hässlich. Der Mann, der den Klimawandel einst als Schwindel abtat, behauptet nun, den amerikanischen Einfallsreichtum zu schützen, indem er neue Steuern auf dieselben Geräte und Chips erhebt, die Innovationen am Laufen halten. Es ist, als würde man versuchen, ein Smartphone zu retten, indem man seinen Akku in der Mikrowelle erhitzt. Mutig, verrückt und sehr markenkonform. But it's not just oligarchy and a government of the very rich
that I'm concerned about. It is a very rapid movement toward authoritarianism. Virtually every day, Trump is usurping the powers of Congress. He is ending programs that Congress appropriated, and he's getting rid of agencies that he has no power to get rid of. Further, he has sued major media outlets like ABC, CBS, Meta, and the Des Moines Register for stories and actions that he didn't like. And now his FCC is investigating PBS and NPR. And he's threatening to withhold federal funding for these vitally important media outlets. Natürlich reagierte die Wall Street, als hätte jemand in einem überfüllten Börsensaal Rezession geschrien. Aktien schwankten. Portfolios brachen zusammen und der Wert von Tesla stürzte in einer Weise ab, die an einen Teststart von SpaceX erinnerte. Die Anleger starrten auf die Nachrichten, dann auf ihre Anträge, dann auf die Decke und hofften, dass, was auch immer dieser wirtschaftliche Umbruch war, so schnell vorübergehen würde wie ein Musk-Tweet während einer Bitcoin-Rallye. Unterdessen wurde Elon Musk im ultimativen Gruppenprojekt aus der Hölle eingesperrt. We look at Mr. Musk, everybody has got to understand this is the wealthiest guy in the world right now, worth over $400 billion. You talk about Trump's getting elected and inaugurated. Musk put over $270 million into Trump's campaign, and guess what? He's now the most important person in government. What does that sound like to you? Does that sound like a democracy, a government of the people, by the people, or for the people? Or is it really an oligarchy doing the bidding of the very richest people? All right, that's number one. Number two, what concerns... Einerseits will er durch die Besiedlung des Mars die Menschheit retten. Andererseits wird er in die langweiligste politische Soapshow der Welt hineingezogen. Zwischen der Aufsicht über Tesla, der Verhinderung der Implosion von Teslas Probleme waren nicht nur symbolischer Natur. Es waren finanzielle Rückschläge. Asiatische Technologieimporte bilden die Grundlage für die Herstellung von Elektroautos. Contributed $277 million to get Donald Trump elected president. And he was rewarded with the most important position in government. In other words, he put out the money and he got what he paid for. Trump also nominated 13 other billionaires to head various government agencies. So almost all the guys who are running the government are billionaires. Wenn es Ihnen gefällt, abonnieren Sie es bitte. Während Musk Trump bei Sonnenuntergang nicht die Hand schüttelte, war ihre politische Nähe so groß, dass sie von den Folgen betroffen war. Der unbehagliche Tanz. Ich mag Deregulierung, aber kein Chaos, verfolgte ihn erneut. Verbraucher gaben ihre Teslas auf, Investoren murrten über Instabilität und Fallon, der nie eine Pointe auslässt, verwandelte Musks Woche in eine tragische Komödie kapitalistischer Fehler. Es war nicht nur Tesla. Der gesamte Markt schien unter der Last der Zölle zusammenzubrechen, die niemand forderte. Musk has become $138 billion richer, Zuckerberg has become $49 billion richer, and Bezos has become $28 billion richer since Election Day. 60% of Americans live paycheck to paycheck. 85 million Americans are uninsured or underinsured in terms. Unterdessen lächelte Trump, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass er gerade die Tech-Aktien drastisch reduziert hatte, während er eine von Kohle, Charme und Wahlkampfhüten geprägte Zukunft begrüßte. Was folgte, war weniger ein Finanzplan als vielmehr ein Kampf um finanzielle Nahrungsmittel, vollgestopft mit fallenden Grafiken, politischen Seitenblicken und einem sehr gestressten Milliardär, der sich wünschte, er wäre auf der Startrampe geblieben. Wie immer sagte sich der Humor praktisch von selbst. Trump behauptet, er rettet Innovationen und zerstört gleichzeitig die Lieferkette, die sie ermöglicht. Wenn Irony eine Aktie wäre, hätte sie ein Allzeithoch erreicht. Und dann kam Bernie und stürmte wie der wütendere Großvater von Vermont heran, in der einen Hand ein Mikrofon und in der anderen einen Molotow-Cocktail gerechter Wut. Während die Wall Street angesichts des Marktzusammenbruchs immer noch ihre Perlen umklammerte, verfolgte Bernie Sanders Trumps Tarifplan, als wäre er das wirtschaftliche Äquivalent von Ananas auf Pizza, beleidigend, unnötig und seltsamerweise immer noch im nationalen Fernsehen verteidigt.
Er ging nicht leise auf Zehenspitzen hinein. Vielleicht sollten wir das noch einmal überdenken. Nein, er kam gut an und verwandelte die Handelsfehde zwischen Trump und Musk in ein persönliches Zerstörungsderby. Wie sieht es mit den Tarifen aus? Wirtschaftssabotage. Verpackt in eine billige Flagge und als Patriotismus vermarktet. Trump and Elon Musk, the wealthiest man in the world, they are feverishly running all over Capitol Hill right now, trying to cut programs that working people desperately need. That means Social Security, it means Medicaid, it means the Veterans Administration, it means public education. I'll tell you what else it means. They want massive cuts to nutrition programs for children. Now you tell me, in what universe, in what world, in what religion is it morally acceptable to cut programs for hungry children in order to reward? Während sich Trump als Arbeiter mit rotem Hut verkleidete, riss Bernie den Vorhang zurück und zeigte direkt auf die Milliardäre, die sich dahinter versteckten, ohne sich um die Konsequenzen zu kümmern, und zählte ihre Offshore-Gewinne, während die amerikanische Arbeiterklasse sich auf höhere Preise für Telefone, Autos und gelegentliche Roboterstaubsauger anderer Marken einstellte. Apropos Millionäre, Bernie hat Musk auch keinen Dankesbrief geschickt. Er stürzte sich hinein und brachte die Ironie mit chirurgischer Genauigkeit auf den Punkt. Der selbsternannte Retter der Zukunft. Des Genie, das ein elektrisches Nirvana und raketengetriebene Freiheit versprach, nimmt diskret vom Steuerzahler unterschriebene Schecks an und spielt gleichzeitig mit wirtschaftlichen Ideen, die Henry Ford zum Spucken bringen würden. Es ist schwierig, die populistische Karte auszuspielen, wenn ihre Innovationspipeline auf ausländische Komponenten angewiesen ist und ihre Politik über eine vergoldete Notluke verfügt. Musk, der sich zuvor als zu cool für die Politik bezeichnete, wird nun als Trumps unbequemer Tech-Sidekick dargestellt, als ob Batman einen Bösewicht als Mitbewohner hätte. Bernie brauchte keine ganze Rede. Nach ein paar scharfen Stößen und einer hochgezogenen Augenbraue ähnelte das Genie des freien Marktes einer durch Risikokapital finanzierten Wetterfahne, die überall dort herumwirbelte, wo der politische Wind den nächsten Steuervorteil bot. I mean, isn't it supposed to be the party they claim to be the party of empathy, and yet they're burning Teslas and shooting up dealerships and calling for the death of the president and me? I'm like, guys, you know, this is insane. Like they're gone psycho. I mean, it's really like I totally understand if somebody doesn't want to buy a product. Yeah, it's up to you. It's a free country, you know, but you don't have to burn it down. Today is $150 billion wealthier than he was before Trump was elected. How's that? Not bad. Now, what Musk is trying to do right now is to destroy USAID, a program which helps hungry and sick children all over the world, the poorest people in the world. That's what the richest guy in the world is doing. Today, he's going after USAID. Trust me, tomorrow, he will be going after the programs that impact you and your family. That is Medicaid, that is Medicare, that is community health centers, that is education, that is Pell Grants, that is affordable housing. Die Brillanz von Bernies Angriff war nicht nur die Empörung, sondern auch seine Wahrheit. Er skizzierte die Karte in Echtzeit. Wie Trumps Zölle. Chaos anrichten, während die Reichen davon unberührt bleiben. Musks öffentliches Image ist trotzig, aber seine Einnahmen lassen auf Konformität schließen. Dass es bei der gesamten Wirtschaftsscharade weniger darum ging, die Amerikaner zu schützen, als vielmehr darum, für die nächste Kundgebung wirtschaftliche Verkleidungen zu spielen. Während Kommentatoren noch damit beschäftigt waren, den Schaden des Nasdaq zu entschlüsseln, verlieh Bernie der Schlagzeile etwas Aufsehen. Er musste nicht amüsant sein. Einfach laut, klar und unerschütterlich auf den Punkt. Fallon mag Witze über Raketen und Magerhüte machen, aber Bernie erinnerte alle daran, dass sich hinter dem Humor ein Land verbirgt, das sich auf teurere Technologie, weniger Arbeitsplätze und Milliardäre einlässt, die weiterhin die Katastrophe vermeiden, die sie mit verursacht haben. Zölle waren schon immer das wirtschaftliche Äquivalent dazu, die Tür zuzuschlagen, um etwas klarzustellen. Laut, dramatisch und mit größerer Wahrscheinlichkeit, dass sie sich die Finger verletzen. Kommen wir nun zu Trumps Version und es ist offensichtlich, dass sich niemand die Wiederholungen angesehen hat.
We are not voting on who the next Secretary of Labor is. The next Secretary of Labor, the next Secretary of Education, the next Secretary of Housing, the next Secretary of the Treasury is Elon Musk. And let us understand that reality and not play along with the charade. Does anyone here really think that any Secretary of Labor, any Secretary of Education is going to make decisions by himself or herself? Just yesterday, President held a meeting with his cabinet. And who was the star of the meeting? Was it the Secretary of Defense? Was it the Secretary of State? No, it was an unelected official, happens to be the wealthiest person on earth. It was Elon Musk. Was ist diesmal die Wendung? Die IT-Branche trifft es hart. Die einzige Branche, die den Rest der US-Wirtschaft wirklich vorangetrieben hat. Zölle auf asiatische Elektronikimporte sind vergleichbar mit dem Versuch, ihr WLAN durch die Zerstörung ihres Routers zu retten. Smartphones, Elektroautos, KI-Prozessoren und alle anderen Güter, die Amerika im 21. Jahrhundert einigermaßen wettbewerbsfähig halten, kosten dank des performativen Nationalismus plötzlich mehr. Rated mal, wer gerade dieses Made in America-Versprechen ins Schwitzen bringt. Tesla. Höhere Ausgaben bedeuten mehr als nur geringere Margen. Sie bringen auch Produktionsverzögerungen, Skalierungsalbträume und, was am schlimmsten ist, die gefürchtete Wall-Street-Krankheit und die Sorge der Anleger mit sich. Und nichts macht einen Aktienkurs schneller klar als der Begriff unsicherer Ausblick. Insbesondere in Kombination mit einem CEO, der möglicherweise vor dem Frühstück etwas Beunruhigendes twittert. Teslas Schwäche ist nicht nur mechanischer, sondern auch psychologischer Natur. I have the power to end this war, and I think it's going very well. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. I could have made a deal for Ukraine that would have given them almost all of the land, everything, almost all of the land, and no people would have been killed, and no city would have been demolished, and not one dome would have been knocked down. But they chose not to do it that way. And President Biden, in all fairness, he doesn't have a clue. What he was so bad for this. He was so bad, so pathetic. It's so sad. Let me mention one of the very big lies that Trump said recently regarding the war in Ukraine. Earlier this week, the President said that Ukraine started the war. Trump said that Ukraine started the war. Really? That is, as I hope every member of the Senate knows, an absolute lie. Der eigentliche Nachteil liegt jedoch darin, wie unverhohlen theatralisch die gesamte Politik ist. Diese Zölle schützen amerikanische Arbeitnehmer nicht. Sie bestrafen amerikanische Verbraucher. Sie gefährden nicht die Vormachtstellung Chinas. Sie benachteiligen amerikanische Unternehmen im weltweiten Wettbewerb. Und auch wenn Trump seine harte Haltung gegenüber dem Handel für sich in Anspruch nehmen mag, scheint das Endergebnis eher ein Eigentor als ein Wirtschaftsplan zu sein. Es ist politisches Theater vom Feinsten, mit Säbelrasseln im Namen der Souveränität und stillschweigender Panik der Tech-Industrie hinter den Kulissen. Und währenddessen bleibt Sanders mit der Fackel in der Hand auf der Bühne und verkündet das Offensichtliche. Millionäre werden den Preis nicht zahlen. Normale Leute werden es tun. An der Kasse. Beim Autokredit und im eiskalten Tempo des Fortschritts warten sie jetzt auf nachbestellte Komponenten mit einem Aufschlag von 30%. Und gerade als die Tech-Titanen dachten, sie könnten sich diskret dem Schaden entziehen, ging Bernie mit vollem forensischen Ökonomen auf sie los und durchdrang die PR-Wolke, als wäre es nur ein weiterer Schneesturm in DC. Dies war weder eine vage Kritik noch ein diplomatischer Stepptanz. Bernie hat alles dargelegt. Die unheilige Verbindung zwischen Millionären und politischem Spektakel war kein Zufall. Es war eine Geschäftsstrategie. You heard tonight, President Trump has been very effective in creating what I would call a parallel universe for his supporters. A set of ideas that either have no basis in reality or in the great scheme of things are nowhere near the most important concerns of the American people. And one way that he does that
is through the concept of the big lie, and boy, did we hear that tonight. You say something that is grossly false. Trump überschüttet das rote Fleisch mit Zolldrohungen und falschem Populismus, während Musk über allem schwebt wie ein Techno-Retter, der sein Unternehmen zufällig auf staatlicher Finanzierung und ausgelagerten Arbeitskräften aufbaut. Das ist der wahre Kicker. Trotz all seiner Ich bin hier, um die Welt zu retten. Rhetorik ähneln Elons geschäftliche Handlungen unangenehm. Der Ich bin hier, um meine Quartalsgewinne zu retten. Wenn es um globale Verantwortung geht, ist Musks CO2-Fußabdruck vielleicht geringer als der von Trump. Aber er hinterlässt einen Weg, der groß genug ist, dass eine Falcon 9 darauf landen könnte. Bernie, segne seine analoge Seele, drückte aus, was die meisten Menschen bereits in ihrem Bauch spüren. Musk kann sich nicht als Verfechter erneuerbarer Energien darstellen, wenn er eine Politik unterstützt, die globale Klimaabkommen untergräbt. Und Bernie, die ungeschminkte Stimme im Raum, zeigte auf dieses spezielle Spiel. Während Trump eine nationalistische Wiederbelebung mit der ganzen wirtschaftlichen Finesse eines Nebelhorns durchführt, spielt Musk einen zukünftigen Unternehmer, bis sich jemand fragt, wie diese futuristischen Batterien überhaupt in Fremont gelandet sind. Ich habe mich entschieden dagegen ausgesprochen, dass die USA der Netanyahu-Regierung in Israel Militärhilfe gewähren. Trump möchte die sehr dumme Politik von Biden fortsetzen und Netanyahu mehr Geld zur Verfügung stellen. Ich werde zusammen mit anderen Mitgliedern des Senats alles tun, was ich kann, um weitere Waffenverkäufe nach Israel zu verhindern. Was Bernies Kritik so schmerzlich macht, ist nicht nur der Inhalt, sondern auch das Timing. Wenn die Märkte schwanken, als hätten sie schlechte Daten verschluckt, und die Zölle in die Höhe schießen wie die Pointe eines sehr teuren Witzes, ist niemand in der Stimmung für milliardenschwere Gute-Nacht-Geschichten. Nickt, wenn die Miete fällig ist, Lebensmittel eine Hypothekenzahlung kosten und das Einzige, was fragiler ist als die Wirtschaft, ist das Ladekabel, das ihr Leben zusammenhält. Die Leute kaufen es weder im wörtlichen noch im übertragenen Sinne. Sie schauen auf ihre Rechnungen, ihre rostigen Autos, ihre kaputten Telefone, die mehr kosten als ihr erster Laptop, und erkennen die Wahrheit. Die amerikanische Innovation, einst der Neid der Welt, ist jetzt nur noch eine Lieferkettenkrise davon entfernt, jedes Produkt in einen überteuerten Briefbeschwerer zu verwandeln. Wir haben jahrzehntelang so getan, als wäre das Haus aus Ziegeln gebaut, aber es stellte sich heraus, dass wir die Ziegel ausgelagert und den Grundstein in Vibes gelegt hatten. Und in der Zwischenzeit zeigt dieselbe Elite, die dieses Chaos angerichtet hat, die inländische Produktion zerstört und alles auf vierteljährliche Erträge gesetzt hat. Mit den Fingern. Als wären es Musikstühle und die Musik hätte einfach aufgehört. Plötzlich sind es die Einwanderer, die Gewerkschaften, die Vorschriften. Alles andere als der Spiegel. Deshalb brauchte Bernie keine Diagramme, benötigte keine Grafiken. Ich brauchte keinen Clickbait-TikTok-Erklärer mit Lo-Fi-Beats im Hintergrund. Er brauchte nur ein Mikrofon und einen Moment der Stille angesichts des Chaos. Eine Sekunde, um zu sagen, was die meisten Menschen bereits wissen, aber zu erschöpft oder zynisch sind, um noch mehr zu schreien. Das System ist nicht kaputt, es ist manipuliert, mit Absicht, von Leuten, die von den Folgen profitieren. Und jetzt betreten sie rechts die Bühne, Elon Musk und Donald Trump, die Zwillingsavatare des amerikanischen Wahns im Spätstadium. Wenn sie die Zukunft des amerikanischen Fortschritts sind, ist es möglicherweise an der Zeit, Stärk Alt-Env zu drücken und das gesamte Betriebssystem neu zu starten. Am besten ohne die milliardenschweren Beta-Tester, die das Programm immer wieder zum Absturz bringen und dann die Schuld auf die Tastatur schieben. Denn einfach so verpuffte die Bromance schneller als ein Tesla an einem kalten Morgen mit einem Softwarefehler und einem motivierenden Tweet von Grimes. Musk, der stets markenbewusste Chaos-Surfer, kennt das Spiel. Märkte mögen kein Chaos. Anleger mögen keine Volatilität. Und Trump, Gott segne ihn, ist Volatilität in menschlicher Form. Er betritt einen Sitzungssaal, als hätte jemand gerade einen Waschbären gebeten, Macroeconomy zu erklären, indem er nur einen Laubbläser und ein ungelöstes Kindheitstrauma verwendet. Elon hatte also keine andere Wahl, als den König von Maga als Soft-Ghosting darzustellen, da sein Aktienchart noch immer von den Tarifnachrichten abhängig war. Eine kleine Entfolgung hier. Eine etwas unangenehme Aussage dort, wie ein Tech-Bruder, der versucht, eine Situation zu beenden, ohne die Hälfte seiner Benutzerbasis zu verlieren. Und Trump?
Nun, er reagierte auf den Marktrückgang mit der ganzen Anmut und Nuancierung eines Mannes, der ein Kleinkind davon überzeugen will, dass Brokkoli eine Süßigkeit ist, während er gleichzeitig die Küche in Brand steckt und es für einen Schwindel erklärt. Das ist keine Führung. Es ist ein politisches Theater, das von einer Truppe aus Cartoon-Milliardären geleitet wird, bei dem sich die Handlung nie ändert, die Spezialeffekte jedoch teurer werden. Und mittendrin stand Bernie, ergraut, wütend und echt auf und sagte den leisen Teil laut. Nicht wegen Einfluss, nicht für Merch, nicht für eine Marke, aber weil jemand musste. Denn wenn die verantwortlichen Erwachsenen sich wie Gauner mit Weltraumplänen verhalten, muss jemand Feuer schreien, während der Rest von uns im Gebäude festsitzt. Die Sozialversicherung ist das größte Schneeballsystem aller Zeiten. Grundsätzlich leben die Menschen viel länger als erwartet. Und es werden weniger Babys geboren. Es gibt also mehr Menschen, die im Ruhestand sind und lange leben und Rentenzahlungen erhalten. So schlecht die Finanzlage der Bundesregierung derzeit auch ist, sie wird in Zukunft noch viel schlimmer werden. Präsident Trump sagt, er werde die Sozialversicherung nicht antasten. Elon Musk nennt es ein Schneeballsystem. Sind Sie einverstanden? Nein. Ich finde, was der reichste Mann der Welt gerade gesagt hat, ist völlig ungeheuerlich. Das ist ein verdammt gutes Schneeballsystem. Wenn die Sozialversicherung in den letzten 80 Jahren jedem anspruchsberechtigten Amerikaner jeden geschuldeten Cent ausgezahlt hat, ist das ein ziemliches Schneeballsystem. Bernies Ausbruch war nicht nur ein Witz, es war eine Signalrakete, die direkt in den Smog der amerikanischen Dysfunktion abgefeuert wurde, in einer Landschaft, in der sich Wirtschaftspolitik wie Satire liest und Satire anfängt, wie eine offizielle Doktrin zu klingen. Hat Sanders seine Stimme nicht nur erhoben, er hat sie lautstark zum Ausdruck gebracht. Das war keine performative Empörung, es war eine bürgerliche Warnsirene. Seine Wut war nicht inszeniert, sie war beschworen, geschmiedet durch jahrelange Beobachtung, wie Milliardäre an der Verantwortung vorbeigingen, während die Arbeiterklasse die Folgen zu spüren bekam. Und wenn die Superreichen angesichts der Krise Witze machen, wenn CEOs bei Anhörungen im Kongress grinsen, als wären sie in einer Late-Night-Talkshow, trifft die Pointe anders. Es landet nicht. Es tut weh. Dieser Moment? Bernie war nicht nur ein Trend. Er fand Resonanz. Seine Stimme brach durch das Rauschen der inszenierten Empörung und der Parteiproben. Es wurde zu einer Art Soundtrack für eine desillusionierte Nation, zu gleichen Teilen Wut und Müdigkeit, Überzeugung und Klarheit. Er sagte den Mächtigen nicht nur die Wahrheit. Er schrie es im Namen aller ins Leere, die jemals das Gefühl hatten, von Systemen erdrückt zu werden, die manipuliert wurden, um sie zum Scheitern zu bringen. Denn hier ist die Wahrheit, die kein Lobbyist verbreiten kann. Wenn die Miete die Hälfte ihres Gehalts verschlingt, wenn die Krankenversicherung ein Luxus ist, wenn ihr Chef in der Mittagspause mehr verdient als Sie das ganze Jahr über, diese Wut braucht keinen Sprecher. Aber es wurde trotzdem eins gefunden. Und in diesem Moment war Bernie weniger Politiker als vielmehr Verstärker. Er hat etwas Ursprüngliches angezapft. Etwas, das über Fachwissen und Umfragewerte hinausgeht und direkt in die Knochen geht. Dies war nicht nur ein Schlagzeilenmoment, es war ein Bruch in der Fiktion. Ein Moment, in dem die Maske verrutschte und die Öffentlichkeit einen Blick auf jemanden erhaschte, der nicht da war, um zu bezaubern, zu tanzen oder auszuweichen, sondern um zu kämpfen. Denn jetzt? Politik ist zum Cosplay geworden. Gewählte Beamte tragen Patriotismus wie ein gemietetes Kostüm. Milliardäre schlüpfen in die Rolle von Innovatoren, während Arbeiter ertrinken. Wir leben in einem Land, in dem sich Protest wie Politik und Politik wie Improvisation anfühlt. Aber nicht mit Bernie. Als das Mikrofon in seiner Hand zitterte, als seine Stimme vor reiner, unverfälschter Wut brach, das war kein Theater. Das war ein Druckventil, das sich endlich zischend öffnete. Es war das, was passiert, wenn jahrelanges Gaslighting auf eine Person trifft, die bereit ist, in den Rauch zu schreien und es so zu nennen, wie es ist. Und vielleicht, nur vielleicht, ist er der Einzige im Raum, der nicht so tut. Hat Bernie Sanders gerade etwas Großes verraten? Oder war es politisches Theater vom Feinsten? Schreiben Sie unten Ihre Gedanken. Drücken Sie den Like-Button, wenn Sie der Meinung sind, dass solche Wahrheitsbomben eine Rolle spielen. Und abonnieren, weil diese Geschichte